Besonnen. Wann ist es gut, besonnen zu sein? Was heißt Besonnenheit? Und wie kannst du Besonnenheit kultivieren? Darüber möchte ich etwas sprechen. Mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de. Besonnen ist ein interessanter Ausdruck. Hat natürlich etwas zu tun mit Besinnen und man könnte es aber auch mit der Sonne in Verbindung bringen und auch mit Sinn. Zunächst einmal, ein Sinn sind natürlich zuerst mal die 5 Sinne. Man kann über die 5 Sinne nachsinnen und das hat dann etwas mit dem Geist zu tun. Auch zum Beispiel im Yoga gibt es das Konzept, es gibt 5 Sinne, sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, und es gibt den 6. Sinn, das ist eben der Geist, und der Geist, das Denken, der Verstand, der muss diese 5 Sinne steuern und mit den Informationen der 5 Sinne umgehen. Und darüber nachsinnen, was die Sinne einem sagen, und dann das vernünftig zu nutzen, das ist dann ist Besinnen. Aber wenn du dich besinnst, dann ist nicht nur wichtig, was deine Sinne dir sagen, sondern du musst die Informationen der Sinne interpretieren von einem höheren Sinn her. Es ist gut, dir bewusst zu machen, ja, es gibt einen höheren Sinn im Leben. Es gibt etwas Höheres, nach dem du dich ausrichten willst. Wenn du zum Beispiel das Ideal hast, Gott zu verwirklichen, die Erleuchtung zu erlangen, dann hast du einen tieferen Sinn im Leben. Wenn damit zusammenhängt, du auch den Wunsch hast, anderen zu helfen und zu dienen, dann ist das auch ein wichtiger Sinn. Und wenn du daraus einen konkreten Lebenssinn ableitest, zum Beispiel dich zu engagieren für den Umweltschutz oder dich zu engagieren in deinem Stadtviertel, oder wenn du dort eine Bürgerinitiative in die Wege leiten willst oder du Kranken helfen willst oder Yoga unterrichten willst, dann hast du wiederum einen Sinn im Leben. Und dieser höhere Sinn ist wie eine Sonne. Mit dieser Sonne bekommst du Licht, diese Sonne gibt dir Kraft, diese Sonne beseelt dich. Und all das zusammen führt dann zu einem besonnenen Verhalten. Besonnenes Verhalten heißt, dass du zum einen die Informationen in Betracht ziehst, die dir die Sinne geben. Also du hinterfragst auch das, was du siehst. Du folgst nicht gleich Reizreaktionsketten. Wenn also dich jemand komisch anschaut und dir etwas sagt, anstatt gleich über die Respektlosigkeit des anderen zu schimpfen, überlegen, wie du ihn fertig machen kannst oder irgendwo traurig sein kannst, enttäuscht dich zurückzuziehen. Stattdessen kannst du kurz überlegen, was hat der wirklich gesagt? Was hat er wirklich gemeint und wie kann ich das vielleicht positiv interpretieren? Das ist zunächst einmal der eine Aspekt. Besonnen zu sein heißt, die Informationen, die du bekommst, zu hinterfragen. Das, was die Sinne dir sagen, zu hinterfragen. Und zum Zweiten kannst du überlegen, was ist der höhere Sinn, nach dem du dich ausrichtest? Du könntest auch fragen, was ist das Anliegen des anderen? Was sind meine Anliegen? Was sind unsere gemeinsamen Anliegen? Und dann kannst du überlegen, vom Standpunkt dessen, was unsere Anliegen sind, was wäre jetzt geschickt zu sagen, zu tun, darauf zu reagieren. Und so, um so besonnen zu handeln, ist immer wichtig, einen Moment zwischen Reiz und Reaktion hineinzuschalten. Also wenn du etwas hörst, bevor du gleich zu Schlüssen kommst, warte einen Moment, sage einen Moment Stopp. Was habe ich wirklich wahrgenommen und was hat es zu bedeuten? Und dann, bevor du von der Interpretation zur Handlung schreitest, auch wieder einen Moment Stopp. Auch hier kannst du dann überlegen, vom Standpunkt meiner Anliegen, vom Standpunkt des Anliegens des anderen, vom Standpunkt von übergeordneten Anliegen, was wäre jetzt geschickt, hilfreich und gut. Und so ist es oft wichtig, um besonnen zu handeln, erstmal Pause, ein paar Mal tief durchatmen, einen Moment überlegen. Manchmal braucht es auch einfach Abstand. Nicht umsonst sagt man, vor einer wichtigen Entscheidung sollte man immer eine Nacht darüber schlafen. Wenn es wichtig ist, sollte man, wenn irgend möglich, nicht entscheiden, bevor man mindestens eine Nacht darüber geschlafen hat. Es ist wichtig, Abstand zu haben, um das, was man erfahren hat, zu interpretieren, zu hinterfragen und zu verstehen, vielleicht sogar vom Unterbewusstsein und Überbewusstsein. Dann ist es wichtig, sich an etwas Höheres zu wenden, einen höheren Sinn und manchmal auch mit Gebet sich an eine höhere Wirklichkeit zu richten.
So kannst du besonnen handeln und so wirst du von einer höheren Warte geführt sein. Muss man immer besonnen handeln? Nein, natürlich nicht. Manchmal ist es gut, auch spontan zu sein. Manchmal ist es auch gut, sich vom Moment tragen zu lassen. Manchmal ist es hilfreich, einfach sein Herz sprechen zu lassen. Aber gerade bei wichtigen Entscheidungen ist es gut, besonnen zu sein. Und gerade wenn du eine Neigung hast zu Ärger oder Depressivität oder Neid und so weiter und bei schwierigen Lebenssituationen, da ist die Besonnenheit wichtig. Wenn dein Herz in spontaner Liebe aufgeht, wenn du irgendwie voller Inspiration und Freude bist, dann ist Spontanität und Authentizität wichtig. Aber selbst dann, falls dort Entscheidungen anstehen, die etwas länger dich binden, da ist auch wieder besonnenes Handeln und besonnenes Entscheiden noch wichtiger. Das ist mindestens meine Meinung. Wenn du andere Meinung hast oder wenn du der gleichen Meinung bist oder das ergänzen willst, dann schreib's doch in die Kommentare. Und wenn du diesen Vortrag gut findest, dann schnell Daumen hoch oder gefällt mir klicken oder teilen. Danke dir. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de